Leute, ich muss mit euch unbedingt wieder über einen Hype reden. Habt ihr in letzter Zeit was zum Thema Pretty Privilege gesehen? Tell me you have pretty privilege without actually telling me that you have pretty privilege. Das Thema ist so riesig und reicht auf der einen Seite von ziemlich problematischen TikToks Seeing if TikTok thinks I'm attractive according to their filters. bis hin zu Serienmördern, die angehimmelt werden. He didn't look like anybody's notion of somebody who would tear apart young girls. What the fuck? Auch wenn man sich nicht eingestehen möchte, dass wir schönen Menschen mehr verzeihen, mehr Fehler von ihnen tolerieren und sie einfach gerne anschauen, ist es leider Fakt. Das nennt sich Pretty Privilege und wird nicht nur in Filmen und Serien krass ausgelebt, sondern hat auch Einfluss auf unser alltägliches Leben. Sei es im beruflichen, im Liebesleben oder auch bei StraftäterInnen, die trotz ihrer Taten angehimmelt werden und Groupies haben, die um mildere Strafen kämpfen. Ich meine, sind sie nicht irgendwie viel zu hübsch, um hinter Gittern zu kommen? Klingt zwar nach einer wilden Theorie, ist es aber leider nicht und genau damit habe ich mich in diesem Video beschäftigt. Was genau ist eigentlich das Pretty Privilege und wie wirkt es sich auf uns aus? Hat man wirklich ein besseres Leben, wenn man von der Gesellschaft als schön wahrgenommen wird? Und vor allem, wieso profitieren manche StraftäterInnen tatsächlich von ihrem Aussehen und was zur Hölle hat schon wieder TikTok damit zu tun? Aber erstmal eins nach dem anderen. Was ist Pretty Privilege überhaupt? Es ist quasi ein Privileg, was Menschen haben, die gesellschaftlich als schön gelten. Sie können so leichter Dinge in ihrem Leben erreichen als Menschen mit normabweichenden Merkmalen. Ziemlich hart ausgedrückt und psychologisch gesehen auch ein totaler Albtraum, aber so versteht man den Hype um das Ganze, glaube ich, ganz gut. Um mal ganz praktisch zu zeigen, was das heißt, wenn wir von Pretty Privilege reden, könnten wir uns jetzt zusammen durch alle möglichen Serien und Highschool-Filme schauen. Da ist es nämlich richtig oft zu finden. Ganz aktuell zum Beispiel auch bei Bridgerton. Hier zeigt sich das Privileg der Schönen anhand von Daphne Bridgerton in der ersten Staffel, die irgendwie alles hinterhergeworfen bekommt, weil sie die Auserwählte der Königin ist und in der Serie als die Schönste bzw. The Diamond dargestellt wird. Penelope Featherington, die eher nicht als klassisch schön gilt, ist ein kleineres, dickeres Mädchen, die dafür kämpfen muss, gesehen zu werden. Vor allem in der zweiten Staffel fand ich diese Szene etwas hart. Du hast den Frauen abgeschworen? Vorerst jedenfalls. Ich bin auch eine Frau. Du bist Pen. Du zählst nicht. Du bist eine Freundin. Natürlich. Autsch. Und tatsächlich, Schönheit kann unsere Lebensqualität bestimmen, unabhängig von unseren Fähigkeiten, Talenten oder allem anderen, was wir so zu bieten haben. Mehrere Studien belegen, dass den vermeintlich Schönen unter uns mehr Verantwortung gegeben wird und mehr Vertrauen oder Aufmerksamkeit geschenkt wird. Wenn man Menschen aufgrund ihres guten Aussehens, Charaktereigenschaften zuschreibt, nennt man das auch Halo-Effekt. Studien zeigen, dass schöne Menschen als erfolgreicher, intelligenter, sozialer und einflussreicher wahrgenommen werden. Sie sollen mehr Glück in der Liebe haben, weniger depressiv und hoch angesehen sein, bla bla bla. Man könnte meinen, sie sind einfach irgendwie besser, angeblich. Und das sehen wir nicht nur bei Disney, ganz nach dem Motto, das Schöne ist gut, das Hässliche ist böse, sondern diese Feststellung machte auch der Wirtschaftswissenschaftler Daniel Hammermesh bereits vor rund 10 Jahren. Ein Grund für die Annahme, dass die Schönen einfach besser sind, könnte laut Studien wie von der Harvard University folgender sein. Vermeintlich schöne Menschen würden mehr Selbstvertrauen ausstrahlen. Aber, wie der Kommunikationstrainer John Briggs sagt, wirtschaftlich gesehen ist es erwiesen, dass schöne Menschen nicht produktiver oder kreativer sind als Normalsterbliche. Aber das Ding ist, obwohl sie nicht produktiver oder kreativer sind, können gut aussehende Menschen im Laufe ihrer Karriere trotzdem im Vergleich mehr verdienen. Daniel Hammermesh sagt, dass ein attraktiver Mann 13% mehr verdienen wird als ein weniger hübscher Kollege. Seiner Erhebung nach sollen sogar Unternehmen mit besonders attraktiven Mitarbeitenden höhere Umsätze erwirtschaften. Und jetzt kommt's, komischerweise ist der Gehaltsvorteil für hübsche Frauen etwas geringer und sie werden auch nicht so oft zu Bewerbungsgesprächen eingeladen wie unattraktive Frauen, also das genaue Gegenteil im Vergleich zu den Männern. Laut Hammermesh können sie ja die Differenz ausgleichen, indem sie ihr Aussehen dazu nutzen, Männer mit höherem Verdienstpotenzial zu heiraten. Was? What the f did I just read? An dieser Stelle könnte man auch noch erwähnen, dass viele glauben, dass hübsche Menschen nicht unbedingt leiden, nicht schlecht behandelt werden und immer das beste Leben führen. Das Mitleid für Stars wie Kim Kardashian oder Britney Spears, die durch ziemlich harte Phasen in aller Öffentlichkeit gehen mussten, hielt sich von vielen Menschen in Grenzen, wie wir in diesen Videos auch genauer besprochen haben. Der Kampf ums Pretty-Sein, der ist real.
Ich meine, ich habe das Gefühl, dass Fotos und Videos vor allem deswegen bearbeitet werden, nur um einem bestimmten Schönheitsideal gerecht zu werden. Influencer sind wohl das beste Beispiel für die Macht des Pretty Privilege. Die Redakteurin und Autorin Danae vom In Club Magazine sagt, dass ihr Eindruck ist, dass diejenigen, die dem weißen Schönheitsideal entsprechen, automatisch als schön angesehen werden. Und wir sehen durch die Leute, die besonders bekannt sind, wie Influencer es eben sind, die Ungleichheiten in der Gesellschaft sehr viel stärker. Zum Beispiel, dass weißes Aussehen auch ein Schlüssel zum Erfolg sein kann. Und dazu gibt es auch eine Studie von Batten & Company aus dem Jahr 2021, die ihren Eindruck auch unterstützt. Bis auf einen Mann sind die erfolgreichsten Influencer Frauen, die alle dem westlichen Schönheitsideal entsprechen. Wer oder was genau als schön gilt, haben wir übrigens in diesem Video über Schönheitsideale genauer besprochen, falls euch das Ganze interessiert. Aber hier nochmal ganz kurz zur Einordnung. Schönheit ist auch subjektiv und beruht unter anderem auf persönlichen Vorlieben. Das europäische Schönheitsideal zeigt aber glatte und reine Haut, große Brüste, schmale Taille, flacher Bauch, großer Hintern, leicht gebräunt, volle Lippen, hohe Wangenknochen, Sommersprossen und große Augen. Achso, und am besten auch noch eine weiße Hautfarbe. Das wäre mega. Wenn wir nach Pretty Privilege und der Einschätzung von Danae gehen, müssten People of Color, insbesondere schwarze Frauen, außergewöhnlich schön sein, um gesehen und gehört zu werden. Wir finden das schön, was uns als schön präsentiert und verkauft wird, und diese soziale Konditionierung ist etwas Erlerntes. Heißt auch, wir könnten es auch wieder verlernen. Hypnosetherapeut Andrew Pearson sagte dazu, dass je mehr Vielfalt wir auf unseren Fernsehbildschirmen und Laufstegen sehen, desto mehr verstehen und akzeptieren wir, dass es kein Perfekt gibt und dass Menschen Schönheit auf viele verschiedene Arten ausdrücken können. Und by the way, ich habe noch keinen Beweis dafür gesehen, dass attraktive Menschen automatisch auch bessere Menschen sind. Also sollten wir sie auch nicht so behandeln, als ob sie es wären, weil genau das passiert unter anderem auf TikTok. Hashtag Pretty Privilege hat über 195 Millionen Aufrufe auf TikTok, und es ist vielleicht einfach nur ein Trend, bei dem die Menschen ihre Erfahrungen darüber teilen, dass sie anders behandelt werden und Lob bekommen, nur weil sie hübsch sind. Hier zeigt eine TikTokerin zum Beispiel, dass sie Tickets für ein Festival bekommen hat, ihr Cocktails, das Frühstück oder das Abendessen ausgegeben wurden, sie für ihr Taxi nichts zahlen musste oder kostenlose Surfingstunden im Urlaub bekommen hat. Und was wir hier sehen, sind höchstwahrscheinlich keine erfundenen Geschichten wie in Filmen oder Serien, sondern die passieren wirklich. Menschen berichten darüber, dass sie in Bars kostenlose Getränke bekommen, in Cafés die Preise gesenkt werden, Menschen ihnen die Tür aufhalten oder die Autoreifen kostenlos gewechselt werden, nur weil man eben gut aussieht. Jetzt könnte man sagen, oh mein Gott, nice, voll geil, bekommt man alles umsonst, aber Fakt ist, man wird einfach wegen des Aussehens anders behandelt, und das wollen wir ja eigentlich nicht, oder? Also zumindest will ich's nicht, auch wenn man was umsonst dafür kriegt. Aber wie seht ihr das? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und es gibt ja auch die Kehrseite, dass man Menschen, die zu hübsch sind, einfach oftmals kaum was zutraut und man dann überrascht ist, dass sie intelligent sind. Das wurde beispielsweise im Film Mean Girls gezeigt. Ich meine, wer kennt den Film nicht? Ich habe damals, nachdem ich den Film gesehen habe, übrigens fast schon Angst gehabt vor gemeinen Mädelsgruppen, die mittwochs pink tragen und gemeine Dinge über mich in ihrem Buch schreiben könnten. Die Frauen wurden dann nämlich als ziemlich unintelligent dargestellt, als sehr oberflächlich und extrem gemein. Es war einfach einer der Filme, die mein Bild von Frauen für sehr lange Zeit ziemlich geprägt hat. Ich weiß nicht, ob ihr solche Filme auch kennt. Wenn ja, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Heute sind es vielleicht weniger solche Filme, die das Bild prägen, sondern virale Trends und Filter, zum Beispiel eben auf TikTok. Ein ziemlich toxischer und vielleicht auch gefährlicher Trend ist der hier. Trends wie der Hashtag Beauty Scanner oder der Attractiveness Filter, beide scannen angeblich das Gesicht und geben eine Schönheitsbewertung. Diese Filter wurden millionenfach genutzt, was vielleicht auch zeigt, wie sehr sich die Menschen wünschen, als konventionell attraktiv zu gelten. Oder sie haben einfach Bock, den Filter auszuprobieren, who knows. Aber irgendwie finde ich diesen Trend so oder so ziemlich schwierig. Genauso wie den Fakt, dass es bei TikTok einen Schönheitsalgorithmus geben soll. Hier werden also besonders attraktive Menschen gepusht, um viral zu gehen. Der Algorithmus soll sie aufgrund der Symmetrie im Gesicht, einem hellen Hautton, großen Augen und solchen Dingen erkennen können. Ich schwöre, ich habe während der Recherche die ganze Zeit den Ohrwurm von Beyoncé gehabt. Dieses Pretty Hurts. Und wenn wir jetzt aber mal weg von TikTok gehen, hin zu dem, was Pretty Privilege mit uns und unserer Toleranz in Bezug auf Kriminalität macht, dann wird es erst richtig fragwürdig. Aber bevor wir das machen, sag mal, habt ihr eigentlich schon den Kanal abonniert? Glocke aktiviert? Das wäre nämlich jetzt der Moment, um das nachzuholen. Okay, weiter geht's. Bisschen verstörend ist der Fakt, dass Leute Mörder, die gut aussehen, einfach anhimmeln. Sie ignorieren den Fakt einfach, dass sie Mörder sind. Egal ob fiktiv oder nicht. Wie eine Studie von Michael G. Efron untersucht hat, erhalten attraktive Kriminelle im Vergleich zu unattraktiven Kriminellen für dasselbe Verbrechen eher mildere Strafen. Michael Efron begründet es in seiner Studie damit, dass die attraktiven Kriminellen ja bessere Zukunftsaussichten hätten.
No joke. In der Netflix-Serie 100 Humans wurden 100 Menschen gebeten, verschiedene Täterinnen und Täter, manche von ihnen konventionell attraktiv, andere weniger, und ihre Taten zu beurteilen. So sollte getestet werden, ob ein gutes Aussehen einen vor dem Gefängnis bewahren könnte. Und jeder Gruppe wurden die gleichen Fakten und das gleiche Verbrechen zur Beurteilung vorgelegt. Spoiler, die Antwort war am Ende ja. Das Aussehen hatte einen sehr großen Einfluss. Der besser aussehende Angeklagte erhielt immer eine geringere Gefängnisstrafe. Aber dass das alles nicht wissenschaftlich ist, das ist uns auch bewusst. Nur wenn wir uns mal die Realität anschauen, da würde ich mir fast schon wünschen, dass einiges davon geskriptet ist. Bestes Beispiel ist wahrscheinlich die Geschichte vom US-Amerikaner Jeremy Meeks. Oder wie das Internet ihn 2014 kennenlernte, der heiße Verbrecher. Nach Jeremys Verhaftung ging sein Fahndungsfoto über Nacht viral. Das Foto wurde zum Meme und Tausende von Frauen kommentierten unter dem Posting des Stockton Police Departments, dass sie sich wünschen würden, dass er nicht ins Gefängnis gehen muss. Der Grund dafür, er sieht für einige einfach sehr, sehr gut aus. Free Jeremy Meeks und so. 2002 kassierte er bereits eine 2-jährige Haftstrafe, da er bei einem Raubüberfall einen 16-jährigen Jungen krankenhausreif geprügelt hatte. Er war jahrelang Mitglied der gewalttätigen Straßengang Crips und 2014 wurde er bei einer Razzia festgenommen und ging dann eben mit seinem Mugshot, also seinem Polizeifoto, viral. Obwohl Meeks wegen unerlaubten Waffenbesitzes zu 27 Monaten Gefängnis verurteilt wurde, verließ er nach Absitzen seiner Strafe das Gefängnis mit einem Modelvertrag. Kurz nach seiner Entlassung war er dann Teil der New Yorker Fashion Week. So gesehen hat ihm dann die Straftat im Prinzip geholfen, Fame zu werden, oder? Ziemlich absurd. Oder der verurteilte US-amerikanische Serienmörder Ted Bundy. Er vergewaltigte, tötete und zerstückelte rund 30 junge Frauen und wurde dann 1989 hingerichtet. Man könnte also meinen, dass sich seine Beliebtheit in Grenzen hielt. Nope. Schon zu Zeiten seiner Verhandlung pilgerten tausende Frauen zum Gericht, um sich selbst davon zu überzeugen, dass Bundy schuldig ist. Hat ein so charismatischer Mann so grausame Verbrechen begangen? Ja, hat er. Und gerade sein charismatisches Aussehen hat ihm vermutlich die Möglichkeiten dazu verschafft, so viele Opfer zu finden. Das Phänomen Ted Bundy reicht bis heute. 2019 erschien auf Netflix die Dokumentation Ted Bundy, Selbstporträt eines Serienmörders. Die Doku löste bei vielen Zuschauerinnen einen echten Hype um seine Schönheit aus und die makabren Fantasien reichten so weit, dass Netflix selbst sich dazu äußerte und ein Mitarbeiter das hier twitterte. Ich würde euch gerne sanft darauf hinweisen, dass es wortwörtlich tausende heiße Männer gibt. Fast alle von ihnen sind keine verurteilten Serienmörder. Aber nur fast. Und weil das noch nicht genug rund um Ted Bundy war, gab es dann noch den Kinofilm Extremely Wicked, Shockingly Evil and Wild über seine Biografie. Und wer verkörperte den Serienkiller? Zac Efron. Was dadurch passiert? Straftäter wie Ted Bundy werden sexualisiert, sympathisiert und romantisiert. Zur Besetzung durch Zac Efron gab es dann auch sehr viel Kritik, aber auch Zuspruch, wie hier von Kathy Kleiner, einer Bundy-Überlebenden, die von ihm brutal misshandelt wurde. Sie sagt, dass niemand vergessen sollte, dass Bundy genau das war. Charmant und schön. Sie empfindet die Besetzung als passend und hofft, die Netflix-Doku und der Thriller ermahnen Menschen, achtsamer zu sein und nicht jedem Menschen zu vertrauen, egal wie schön sie sind. Wenn ihr dachtet, dass das schon alles war, nope. Leider habe ich noch ein paar mehr Beispiele. Cameron Herron zum Beispiel ist 2018 ein illegales Autorennen gefahren, bei dem er mit 100 km/h über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit 2 Menschen überfahren und somit getötet hat. Eine junge Mutter und ihr einjähriges Kind, die zusammen die Straße überqueren wollten. Er wurde zu 24 Jahren Haft verurteilt. Sentence him to 9 years in Florida State Prison. On count 2, same charge. Court will adjudicate the defendant guilty. Sentence him to 15 years Florida State Prison, and that'll run consecutive to count 1, for a total 24 years Florida State Prison. Und das ging vor allem auf TikTok extrem viral. Hashtag Free Cameron Herron, also die Menschen haben die Tat von ihm nicht verurteilt und ihre Solidarität mit den Opfern bekunden wollen. Nein, das Video wurde tausendfach geteilt, weil die Leute den damals 21-Jährigen attraktiv fanden. Sie forderten die Freilassung von Cameron Herron. Unter dem Hashtag Justice for Cameron verbreiteten sich Videos, die eine mildere Strafe fordern. Und selbst eine Petition wurde eingerichtet. Ich weiß ja nicht. Was sagt ihr dazu? Denkt ihr, die Leute würden sich trotzdem so für ihn einsetzen, wenn er nicht so aussehen würde, wie er eben aussieht? Wir könnten an dieser Stelle noch gefühlt hunderte Beispiele mehr nennen, aber um das besser einordnen zu können, sollten wir uns das Ganze von der psychologischen Seite anschauen. Warum gibt es anscheinend so viele Frauen, die Verbrecher so anhimmeln? Denken sie, wenn sie in ihrer Traumwelt sich ineinander verlieben, dann wird er sich schon ändern? Möglich. Das Ganze wird aber dann kritisch, wenn man nur auf Schwerverbrecher und Vergewaltiger und Mörder steht.
Das ist dann nämlich nicht nur aufs Pretty Privilege zurückzuführen, sondern es gibt ein anerkanntes Krankheitsbild und das heißt Hybristophilie oder auch Bonnie-and-Clyde-Syndrom genannt. Es bezeichnet das Krankheitsbild, bei dem sich Betroffene von Schwerverbrechern angezogen fühlen. Das damit verbundene Risiko, vor allem auch für das eigene Leben, macht hierbei den besonderen Reiz aus. Was andere als abstoßend empfinden, löst bei ihnen Erregung aus. Also das gute Aussehen in Kombination mit risikobereitem Verhalten ist eben das, was es für einige ausmacht. Schon 2016 ergab eine Studie der Gent-Universität in Belgien, dass Rauchen und Trinken bei Männern sexuell anziehend wirkt, gerade weil sie damit ihren Körper schaden. Es ist eine Form, Macht zu demonstrieren, so die These, und das wird bei Frauen als positiv wahrgenommen. Und es ist eben nicht selten, dass dann PartnerInnen zu MittäterInnen werden oder es Liebesbriefe in Gefängnissen gibt. Das passierte zum Beispiel bei dem 2017 gestorbenen US-Massenmörder Charles Manson, der auch zahlreiche Nacktbilder ins Gefängnis geschickt bekommen hat, oder dem norwegischen Amokläufer Anders Breivik. Um auch nochmal kurz auf Ted Bundy zu sprechen zu kommen, für Carol Ann Boone gingen die Fantasien so weit, dass sie ihn wirklich heiratete und im Gefängnis ein Kind mit ihm zeugte. Also da war er bereits verurteilt. Und sie ist kein Einzelfall. Und da geht es nicht um die Herkunft, den Bildungsgrad oder die Vergangenheit einer Frau. All diese Beispiele haben komplett unterschiedliche Lebensgeschichten. Es gibt sicherlich auch Männer, die sich zu gefährlichen Frauen hingezogen fühlen, weil auch sie auf der Suche nach dem Kick oder der emotionalen Intensität sein könnten, die solche Frauen in einem hervorrufen. Aber hierzu gibt es kaum Informationen, weil es auch kaum weibliche Serienmörderinnen gibt. Obwohl die Krankheit in den Medien sehr präsent ist Hybristophilie kaum erforscht. Die Gründe für die sexuelle Neigung vermuten PsychologInnen vor allem in Einsamkeit, geringem Selbstwertgefühl, Gewalt und Missbrauchserfahrungen in der Kindheit oder einem übermäßig ausgeprägten Helfersyndrom. So oder so, wir sollten sehr viel mehr darüber reden. Wenn wir Pretty Privilege mit Kriminalität zusammen betrachten, dann muss uns klar sein, dass wir durch das Vergöttern und Anhimmeln von Straftäterinnen und Straftätern Gewalt verherrlichen. Dass Kriminalität durch Schönheit auf mehr Toleranz zu stoßen scheint, ist für mich irgendwie ziemlich besorgniserregend. Wir müssen aber auch darauf schauen, wie es Menschen geht, die a. als nicht normschön empfunden werden und b. die als schön gelten, darunter aber leiden. Oberflächliche Komplimente, ungefragte Kommentare, der Druck, ständig gut aussehen zu müssen, wenn sich Menschen nur noch über ihr Aussehen definieren und nur deswegen aus ihrem Umfeld Aufmerksamkeit und Anerkennung genießen oder eben gar nicht wahrgenommen werden, dann kann Pretty Privilege zu einem psychischen Problem werden. Ich würde mir, wie so oft, wünschen, dass wir unabhängig von unserem Aussehen gleichberechtigt behandelt werden und niemand nur als Objekt wahrgenommen wird. Und übrigens wollten wir mit diesem Video auf keinen Fall hübsche Menschen bashen oder so, falls gleich irgendjemand in die Kommentare schreiben möchte, aber Menschen, die bewusst von Privilegien profitieren, sprechen oft nicht darüber, egal ob es darum geht, dass eine Person weiß, hetero oder cis ist. Ich profitiere zum Beispiel auch von diesen ganzen Dingen. Das Mindeste, was wir eben tun können, ist es, das anzuerkennen, wenn wir diese Systeme und Hierarchien irgendwann abbauen wollen. Wie sieht's bei euch aus? Glaubt ihr, dass ihr oder andere in eurer Umgebung vom Pretty Privilege profitieren? Und hättet ihr jemals erwartet, dass gut aussehende Straftäter mit so viel davonkommen können? Schreibt's mir bitte mal in die Kommentare, ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Hier kommt ihr zum Video, in dem wir über Schönheitsideale gesprochen haben und hier kommt ihr zu Auroras Video über toxische Beziehungen in Filmen und wie sie romantisiert werden. Daumen nach oben nicht vergessen und ich würde mich mega freuen, wenn ihr nächste Woche wieder mit am Start seid. Bye!